noch unser slowakischer Meister und dann schon Lewe Teuber. Also gute Leistung von den deutschen U20-Jungs. Fun Fact, die Dame da mit der 501 heißt mit Nachnamen Torwart, während ich Torwirt heiße. Moritz Meyer kommt hier noch rein mit der 788. Ja, und wir haben es angekündigt. Also die Deutschen haben sich einerseits hier im internationalen Feld wirklich richtig gut geschlagen und andererseits David Scheller, dem liegt einfach die Strecke hier in Pforzheim oder auch generell der Crosslauf auf jeden Fall. Als bester Deutscher wird er jetzt hier in der Ergebnisliste geführt. Wirklich fast zeitgleich, also ganz knapp vor Levin Saveur. Der, ja, für den Crosslauf war das auf jeden Fall schon ein enges Finish. So, wir gucken jetzt, dass die Frauen gleich reinkommen. Auf Platz 4 Filip Jančík aus Bratislava, dann Lewe Teuber auf 5, das haben wir euch schon berichtet. Alex Hulka auch aus der Slowakei auf Rang 6, also die Slowaken hier auch stark mit dabei. Rang 7 ein Schweizer und dann Rang 8 Moritz Meyer vor Lenny-Fred Riebe aus Dortmund. Da war gerade kurz Verwirrung, was den Zieleinlauf angeht. Das die Deutschen in den Top 10 und jetzt warten wir hier auf Julia Erle versus Shirin Kerber. Normalerweise würde ich sagen, hat Shirin Kerber da den besseren Endspurt. Ich weiß natürlich nicht, ob Julia Erle da in den Serpentinen oder irgendwo vorher vielleicht nochmal einen Unterschied machen konnte. Sie kommt da hinten jetzt auf den Heuballen zugelaufen. Sieht man ganz im Hintergrund. Links ist Julia Erle über dem Heubalken. Die schwingt jetzt nochmal richtig die Arme. Wo ist Shirin Kerber? Shirin Kerber ist gerade auf jeden Fall vorne. Die kommt rechts. Shirin Kerber hat 5 Meter ungefähr auf Julia Erle. Die Person da in der Mitte ist unrelevant für die Entscheidung, die wir jetzt hier gerade sehen. Shirin Kerber gewinnt das Ding aus der Schweiz. Julia Erle wird Zweite mit einer herausragenden Leistung und sichert sich auch das Ticket für die Cross-Europameisterschaft in Lagos. Ganz genau, jetzt geht es darum, wer das zweite Ticket sichern kann. Und es müsste eigentlich dann gleich, außer wir haben uns verguckt, da kommt Anouk, unsere Triathletin, es müsste dann eigentlich gleich Lera Miller sein. Wir warten jetzt mal weiter ab, wie die Damen hier reinkommen. Ich glaube, das ist auch noch eine Dame aus der Slowakei, wenn wir es eben richtig gesehen haben, die hier von den Jungs noch übersportet wird mit der 321. Ja, das sieht mir nicht nach einem deutschen Vereinsemblem ab. Und dann kommt hier Lera Miller als wahrscheinlich 5. dann insgesamt mit rein und sichert sich die Mittelstreckenspezialistin das zweite Ticket für die Cross-Europameisterschaft. Und das ist nochmal ganz, ganz eng geworden mit der Dame aus Karlsruhe mit der 596. Also Hanna Wiedkova war direkt hinter Lera Miller. Und dann kam noch eine Dame, wir warten mal, bis das Ergebnis reinkommt. Auf 1 müssen wir jetzt noch warten. Eine Dame aus Karlsruhe, aber das ist eine Schweizerin, Aurina Coletti, die hier 7. Frau wird in der U20. Hat jetzt kurz gedacht, das wäre eine Deutsche, dann wäre das natürlich nochmal eng geworden vor Lera Miller. Aber Lera Miller sichert sich das Ticket zusammen mit Julia Erle bei den Frauen, genau wie David Scheller und Levin Saveur bei den Jungs. Ja, wirklich spannendes Rennen. Es ist hier ganz schwer, den Überblick zu behalten, denn in diesem EM-Rennen dürfen wir auch nicht vergessen, dass auch noch die Entscheidung im deutschen Cross-Cup hier gefallen ist, um Punkte zu sammeln. Da sind eigenständige Wertungen noch, wo die Schweizer teilweise, wenn sie deutsche Vereine haben, eben auch mit dran teilnehmen können. Ja, also ist komplett verwirrend, aber muss euch eigentlich auch Stand jetzt gerade noch nicht so interessieren. Ich würde uns da einfach mal selbst loben. Ich finde, wir haben das sehr gut durchkommentiert, bis auf dass wir Mathieu Bührer einmal kurz wieder vergessen haben. Aber das wird jetzt nicht mehr geschehen. Ich hoffe, ihr konntet ganz gut verfolgen, wo ihr die spannenden Zweikämpfe drin sind, während sich hier noch das restliche Feld ins Ziel kämpft. Und man muss sagen, was da vorne angeboten worden ist, gerade von den Jungs, aber auch von den Frauen mit Shirin Kerber und Julia Erle, von denen eigentlich fast noch mehr als von den Jungs, habe es ein bisschen falsch rum gesagt gerade, das ist europäische Spitzenklasse. Also das sind alles Namen, die wir da durchaus auch in Lagos ganz vorne sehen könnten. Und da wollen wir doch mal unseren Schweizer hören. Mathieu Bührer für